Mit der Codex-Reihe haut Gewo gleich zwei hammerharte Gummis raus. Ob und wie wir den EL Pro 52 und EF Pro 54 am Tisch bändigen können, seht ihr in diesem Video. Gewo springt also mit seinen beiden Codex-Belegen auf den Zug auf, der die Vorzüge von europäischen und asiatischen Spieleigenschaften vereinen soll. Der etwas weichere EL Pro weist ein Gewicht von etwa 74 Gramm auf. Der violettfarbene Schwamm ist mittelporig und liegt bei einer Härte von 52 Grad. Beim EF Pro schlägt das Gewicht mit 71 Gramm zu Buche. Der feinporige, beigefarbene Schwamm liegt bei einer Härte von 54 Grad. Beide Versionen haben ein leicht klebriges, straffes, aber auch recht elastisches Obergummi. Auch beim erfreulicherweise recht niedrigen regulären Preis von knapp 45 € unterscheiden sich die beiden Belege nicht. Im Dots-Test präsentieren sich beide Codex-Varianten mit einer wirklich hohen Klebrigkeit, wodurch der Ball beim Aufspringen fast schon magisch angezogen wird. Erst bei stärkeren Schlagbewegungen lässt sich diese Klebrigkeit überwinden. Widmen wir uns zunächst dem konterartigen frontalen Spiel. Hier zeigt der Codex unerwarteterweise einen verdammt hohen Ballabsprung. Bei aktiven Schlagbewegungen auch eine hohe Grundgeschwindigkeit. Das führt dazu, dass man Topspins gar nicht sonderlich nach oben, sondern eigentlich nur nach vorne ziehen muss. Zur Paradedisziplin des EL Pro 52 dürfte ganz klar das Topspin-Spiel zählen. Es ist einfach unbeschreiblich, wie sehr der Ball hier am Belag zu haften scheint und es sich dadurch so anfühlt, als würde man ihn über eine längere Strecke hin mitziehen und führen. Durch den sicheren Grip und die grandiose Ballführung lassen sich wiederholt stark gebogene Flugkurven mit sicherer Platzierung spielen. Natürlich liegt das Spin-Niveau dabei auf einem hohen Niveau. Deutlich schwieriger gestaltet sich das Topspin-Spiel mit dem härteren EF Pro 54. Hier ist die Ballflugkurve doch deutlich flacher, dadurch zwar etwas flotter und nochmal etwas direkter, aber insgesamt eben deutlich winkelanfälliger und damit weniger gut beherrschbar. Im tischnahen Blockspiel kann der Codex durchaus überzeugen. Hier dämpft der Belag den ankommenden Ball etwas ein und sorgt für eine direkte, präzise Platzierung beim Retournieren. Fast schon erschreckend langsam zeigt sich der Codex in beiden Versionen im tischnahen Kurz-Kurz-Spiel. Hier erinnert das Tempo aufgrund der hohen Klebrigkeit teilweise an einen krassen Defensivbelag. Unserer Meinung nach verdeutlicht sich hier sehr schön, dass der Codex zwei Gänge hat, wenn es ums Thema Geschwindigkeit geht. Eine Tatsache, an die man sich vermutlich erst gewöhnen muss. In unserem Test gestaltete sich der Wechsel zwischen echten Granaten und verhungernden Bällen als schmale Gratwanderung. Die Eröffnung auf Unterschnitt gestaltet sich unserer Meinung nach relativ anspruchsvoll. Durch den hohen Härtegrad muss man schon ordentlich Armzug in die Bälle geben. Auch hier ist der härtere EF Pro 54 nochmal eine Stufe schwieriger zu spielen als der EL Pro 52.
Grundsätzlich verlangen aber beide eine saubere Technik und auch einen entsprechenden Armzug bzw. Krafteinsatz. Ein erwähnenswerter Katapulteffekt tritt wirklich erst relativ spät ein, dann aber unter einem markanten Sound beim Schlagen. Mit dem Codex hat GEWO 2 Hybridbelege an den Start gebracht, die erfreulicherweise relativ günstig daherkommen und sich, wie fast keine anderen, durch unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen charakterisieren lassen, dabei aber gewiss an leistungsstärkere Spieler gerichtet sind.